Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Sie alle haben ihren eigenen Weg gefunden, der sie zu einem Assistenzhund geführt hat. In diesem Podcast teilen wir einige dieser Geschichten. Aber ich habe überhaupt nicht geplant, einen Assistenzhund auszubilden. Das war überhaupt kein Thema, Assistenzhunde für Taube. Ich wusste, blinde Leute, Blindenführhund. Aber für Taube, in Amerika gibt es das. Ja, aber wer braucht das? Ich brauche das nicht, habe ich gedacht. Und dann war sie so 2, 3, 4 Monate hier und habe ich gemerkt, die Beziehung ist sehr schnell, sehr eng geworden. Hat sich gut orientiert auch an mich. Wir haben auch Hundeschulen besucht, Ausbildung. Und dann habe ich im Fernsehen gesehen, einen Bericht über Assistenzhunde. Ich habe geguckt, ob Mensch, mal Kontakt aufnehmen. Vielleicht konnte das ja was für mich und meinen Hund sein. Obwohl ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie sie mir helfen sollte. Es war so, ich bin ja erblindet und dann hatte ich, ungefähr 90 Tage habe ich gebraucht, um mich damit auseinanderzusetzen und damit klarzukommen. Nach einem Vierteljahr habe ich die Blindheit akzeptiert. Dann habe ich gemerkt, wie eingeschränkt, wie klein mein Horizont doch geworden ist. Und da war mir klar, den muss ich wieder vergrößern, sonst würde ich bekloppt. Du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Ich war ja nun viel in der Weltgeschichte unterwegs. Ich habe viel erlebt und hatte natürlich einen riesen Radius. Und mir war klar, das muss ich verändern. Und dann habe ich irgendwann mal gehört, dass es also Blindenführhunde gibt. Und dann habe ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt, habe im Internet ein bisschen recherchiert. Ja, und wie gesagt, ungefähr nach 90 Tagen war der Entschluss in mir gereift, ich hätte gerne einen Blindenführhund. Und dann habe ich darauf hingearbeitet. Dann habe ich meine Mobilität gesteigert. Zur Einarbeitung konnte ich so 20 Meter gehen. Da war Schluss. Dann musste ich mich setzen, dann kriegte ich unglaubliche Schmerzen in den Beinen. Während dieser Einarbeitung habe ich meinen Laufradius auf 2 Kilometer erweitert. Ich bin derzeit mit meinem zweiten Assistenzhund unterwegs. Ich wollte schon ganz früh einen Blindenführhund haben. Es wurde mir auch schon recht früh versprochen, dass das klappen würde, aber die Kasse, also hat als Kostenträger natürlich dann dazwischen gegrätscht, sodass ich dann tatsächlich direkt mit meinem 18. Geburtstag in mein neues Leben mit Assistenzhund starten konnte. Das war aber ein wirklich harter Kampf. Ich habe meinen ersten Hund nach einer ziemlich langen Auseinandersetzung mit der Krankenkasse bekommen. Damals war ich noch nicht volljährig, das heißt, meine Mutter musste diesen Kampf ausfechten und der sah ungefähr so aus, dass sie recht früh den Antrag gestellt hatte, dass der sofort abgelehnt wurde. Und ich fand damals auch auf eine ziemlich unangemessene Art und Weise. Also meine Mutter hatte argumentiert, dass ich den Hund brauchen würde, um im besten Teenageralter eben schneller, besser selbstständig zu werden, sicherer natürlich auch. Und die Krankenkasse hat sofort geantwortet, sie würden mir gerne jede Therapie bezahlen, aber keinen Assistenzhund. Es ging am Ende nur über die Beschwerdestelle der Kasse, beziehungsweise dann im letzten Schritt über die Presse. Und dann wurde die Finanzierung übernommen. Daika habe ich am Ende meiner Schwangerschaft bekommen. Da ging auch tatsächlich, ich wollte jetzt gerade sagen, die Auseinandersetzung mit der Krankenkasse reibungslos. Es gab keine Auseinandersetzung in diesem Fall. Also so schlimm das beim ersten Hund war, so problemlos ging das beim zweiten. Ich habe diesen Antrag gestellt, weil ich dachte, jetzt wo ich schwanger bin, wäre es schön, wieder diese Sicherheit zu haben. Also schnell und unkompliziert und sicher mit Baby durch die Stadt zu kommen. Ich wollte nach dem Verlust meines ersten Hundes nie wieder ein. Ich dachte, ich kann das nicht aushalten, wie es bestimmt vielen ging. Aber dann habe ich mich mit der Trainerin in Verbindung gesetzt. Das ist auch dieselbe Trainerin wie beim ersten Hund gewesen. Und die hat gesagt, sie hat genau ein Modell in der Hinterhand und wir sollen uns kennenlernen und gucken, ob wir passen würden. Und dann habe ich Daika kennengelernt und mich sofort verliebt. Ich dachte, ja, das ist es irgendwie, das machen wir jetzt.
Also, meine Entscheidung, überhaupt einen Blindenführhund zu beantragen, hat sich eigentlich während meiner akuten Laufbahn entwickelt. Also, ich habe innerhalb von einem Jahr etwa 80% Sehkraft eingebüßt und ich habe irgendwann gedacht: „Ich packe das nicht. Da komme ich irgendwie überhaupt nicht mit klar.“ Und dann, da ich so im ländlichen Bereich bin und ich mit meinem Mobilitätstraining zwar bis zur Bushaltestelle gekommen bin, aber ganz wenig Punkte hatte, wo ich mich orientieren konnte, hat mir eigentlich die Mobilitätstrainerin gesagt: „Hier, für dich wäre bestimmt auch 'n Blindenführhund super hier jetzt grade in dieser ländlichen Region.“ Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.